Guten Morgen aus Salento. Salento liegt in den kolumbianischen Anden und zwar genau. Und der Ort hat ungefähr, oder die Gemeinde hat ungefähr 9000 Einwohner, aber jährlich kommen hier 1 Million Touristen her. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen die größten Palmen der Welt. Und zweitens der hier, Kaffee. Weil Salento liegt im sogenannten Kaffeedreieck von Kolumbien. Und ja, damit starten wir auch heute unsere Erkundung hier des Ortes. Und zwar machen wir jetzt eine Kaffeetour. Ja, freut mich auch richtig drauf. Ja. Freuen wir uns beide richtig drauf, ne? Wir sind Kaffee-Junkies. Totale Kaffee-Junkies, aber habe ich überhaupt keine Ahnung, wie Kaffee eigentlich so hergestellt wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und Salento liegt übrigens auf 1900 Metern Höhe. Von daher packt euch auf jeden Fall für einen frühen Morgen und für abends einen Pulli oder eine Jacke ein. Wird doch ganz schön frisch hier. It's gonna be seasons when the light is fading dim. It's hard to see the light when darkness closes in. Es gibt hier ungefähr 13 bis 17 Kaffeefarmen in der Gegend und man kann zu einigen auch online auf jeden Fall. Aber wenn man so ein bisschen faul ist wie wir, nimmt man eine von diesen Billies, die fahren dann jetzt die ganzen Sehenswürdigkeiten. Wir machen unsere Kaffeetour hier bei der Kaffeefarm Lugar. Die hat unser Airbnb-Host uns empfohlen. Und auf jeden Fall richtig schön idyllisch, wie das hier ist. Ja, fühlt man sich gleich wieder so angekommen, ne? Richtig klasse. Ja, der Jan lässt sich ein bisschen Zeit. Ja, stimmt. Geht schon mal gut mit dem Kaffee los? Lass mal der Koffein mal zumindest. Arabica coffee is the coffee that we produce in Colombia. Arabica coffee grows in countries with high altitude over the sea level and with a tropical weather, my friends, and of caffeine. Robusta have 4% of caffeine, my friends. That's the reason that we need to know that in Colombia, Colombian people use the coffee as a social drink, okay? Colombian people drink coffee morning, after. In Colombia, you can see also kids drinking coffee all day, my friends. They start to drink coffee from young ages, like 8, 9, 10 years old. You can see kids drinking coffee. You need to know that every country have a different way for drink coffee, okay? For example, the different roasting level or the different roasting waves. Light, medium, dark, super dark roasting level, my friends. The 4 roasting levels that you can see here. For Arabica, the recommendation is always to roast the coffee in the medium roasting levels. Why medium, my friends? Because in Arabica we always are trying to keep the good flavors and the good aroma. The problem is that in Colombia the good coffee that we produce is usually for export, my friends. And the bad coffee that we produce stays here for Colombians. That's the reason that when they go to many supermarkets they can buy the cheapest coffee that they see in all the places. So you can see here, friends, if you look, they have green coffee beans and some red coffee beans because we are almost in the first harvesting season of this year. March, April and May is the first harvesting season. That's usually a professional farmer works in the coffee fields 12 hours per day, 6 a.m. to 6 p.m. A professional coffee farmer in a single day can pick more than 200 or 300 kilos of coffee beans. Let me tell you that the price that we pay per kilogram in Colombia, it's only 1,000 pesos per kilogram, okay? 1,000 pesos is like 20 cents, maybe less than that. If you want it, friends, you can take the bean, put it in your mouth, you just lick it, you just try it, and then you can spit it out, okay? No worries. You can feel, my friends, the slime. It's sweet, mis amigos. Remember that only Arabica, it's sweet inside. Okay? For farmers, friends, this is like the chew gum. Remember how many days we need to wait for dry the wash coffee? 1 month? 20 to 30. The honey needs 4 months for the drying process. And the last one is the natural coffee.
we try the whole cherry with the red skin, with the mucilage, and with the seed at the same time in the sun. Well, 8 months for the drying process. Our grandparents used to remove the shells using the hands of my friends. One coffee bean, for example. Look. Crunchy like a popcorn, my friends. Ja, die Tour war wirklich richtig genial, war toll, super viel gelernt über Kaffee, ne? Ja, war sehr interessant. Und wir sind jetzt auch ein Päckchen Kaffee reicher mal wieder. Wir laufen jetzt doch zurück zum Ort, auch wenn wir den Willi eigentlich bezahlt hatten. Weil der eine, der seitdem kam, war knackevoll. Von oben hatte ich auch schon eingesehen, der war auch knackevoll. Von daher zurück kann sich ein bisschen schwieriger gestalten. Und es sind auch noch irgendwelche Bauarbeiten. Also ich wüsste jetzt nicht mal, ob die da vorbeikommen, selbst wenn sie wollten. Aber allgemein, also bis zu diesen Kaffeetouren sind es, weiß ich so, 3,5 Kilometer, je nachdem, auf welche Farm ihr besucht. Kann man auf jeden Fall auch gut laufen. Also man muss da jetzt nicht unbedingt den Transport kaufen. Oder man mietet sich ein Mountainbike. Das kann man nämlich in der Stadt auch machen. Das könnte eigentlich eine ganz coole Tour sein. So bergig ist es dann doch wieder. Außerdem könnt ihr zu Fuß auch diese wunderschönen Ausblicke viel besser genießen. Ach, ich weiß, Anni zeigt sowas immer nicht gern. Oh, schon anstrengend. Ist wahrscheinlich auch der Höhe geschuldet, weil man das nicht gewohnt ist. Aber es ist auch so ein bisschen, war heute auch so ein bisschen feucht warm, so, ne? Oh, war schön. Und wir sind die Ersten, also die Autos sind noch lange nicht da. So, jetzt gehen wir noch mal schnell die Wäsche ab und dann gibt es endlich Mittag. Um 2:30 ist es jetzt schon. Wir haben Hunger. Guten Morgen. So, wir haben uns jetzt noch 2 kleine Brote beim Bäcker geholt für 1 Euro umgerechnet, ne? Und machen uns jetzt auf den Weg hier zum zweiten Highlight in Salento, und zwar den großen Palmen. So, hier vorne auf dem Marktplatz ist dann so ein kleiner Stand und da könnt ihr die Tickets für die Willis kaufen. Die warten auch schon alle. Das Valley de Cocora liegt ungefähr 10 Kilometer von Salento entfernt und wir sind da jetzt mit diesen Willis hingefahren. Die Fahrt hat uns pro Person 10.000 Pesos gekostet. Und dann müsst ihr vom Parkplatz noch mal so ein kleines Stück hier bis zum Eingang laufen. Und der Eintritt hier zum Tal kostet 20.000 Kop pro Person. Ja, und dann habt ihr hier grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Also einmal gibt es hier den kurzen Rundwanderweg, da liegen auch die beiden Viewpoints. Und dann gibt es noch mal einen langen Weg, der soll 5 Stunden dauern ungefähr, den zu gehen. 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden. Genau, und der lange Weg, dafür muss man aber noch mal extra Eintritt zahlen. Ich weiß nicht, wie aktuell die Preise da sind. Ich hatte was von 8.000 Pesos gelesen, kann natürlich mittlerweile auch teurer sein. Da es aber heute Nachmittag schon wieder regnen und gewittern soll, oder heute Mittag eigentlich schon, und wir gesehen haben, wie doll der Regen doch gestern war, haben wir uns jetzt nur für die kurze Runde entschieden und werden jetzt erstmal zum ersten Aussichtspunkt laufen. Wir haben übrigens einen Wegbuddy, der uns jetzt schon den ganzen letzten Kilometer begleitet. Und er ist so süß. Er ist so süß. Mitnehmen. There's gonna be seasons where the light is fading dim. It's hard to see the light when darkness closes in. Just turn your gaze toward heaven. Remember, He is risen. You'll see a brighter day. Let your light shine, let the darkness flee. Be a light, be a light. Shine bright in the darkness. Be a light, be a light. Do a world that's hopeless. Ja, und die Palmen hier, das sind übrigens keine Kokospalmen, sondern Wachspalmen. Genau, und die wurden, glaube ich, bis zum 19. Jahrhundert auch benutzt, dann, um Kerzen herzustellen. Und diese Palmen können tatsächlich 60 Meter hoch werden.
Also auf jeden Fall können wir euch den Tipp geben, kommt möglichst früh, weil es war erstens an den Aussichtspunkten noch relativ leer und wir sind ja zum zweiten Aussichtspunkt gelaufen. Genau, ne? Mirador Dos. Genau, und der ist jetzt total in Nebel eingehüllt, also es lohnt sich, glaube ich, echt früh hier zu kommen. Aber nehmt euch definitiv was Warmes mit, weil der Wind war da richtig garstig kalt. Und es ist jetzt um 10 und erst jetzt kommt die Sonne so richtig raus und es wird wärmer. Also gut einpacken. Genau. Und Drohne darf man hier übrigens auch nicht fliegen. Ja, Droger musste in der Tasche bleiben. Sind wir ein bisschen traurig. Diesen tollen Ausblick auf Salento wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Uns hat Salento auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ja, war richtig schön, ne? Sehr, sehr touristisch, aber nicht überlaufen. Deswegen, das hat es ganz angenehm gemacht. Es verteilt sich gut. Man trifft die meisten Touris eigentlich immer am Markt, ne? an dem Hauptplatz. Am Wochenende ist ein bisschen mehr los und ja, in der Woche verteilt sich das. Ne? So die Einheimischen machen ihr Ding und die Touristen machen ihr Ding. So, das War auf jeden Fall richtig angenehm, charmant charmant der Ort. empfehlen. Ja. Und sicher. Die Touren waren auch cool. Also auch total wohl gefühlt, auch nie unsicher gefühlt, auch mit großer Kamera nicht. Und ja, wir haben jetzt den Nachtbus gebucht. Für uns geht es jetzt heute Abend weiter. Aber das verraten wir noch nicht. Wohin? Das erfahrt ihr erst im nächsten Vlog. Also schaltet gerne wieder ein und wir sehen uns dann. Ciao, ciao!